Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und es gibt heute nach sehr langer Zeit mal wieder die Rache des Sub. Meine bisherigen Rache des Sub-Videos habe ich ja so gemacht, dass ich Videos von meinem uralten Bücherkanal angeschaut habe, Neuzugänge-Videos. Das waren Videos, die schon 5, 6, 7 Jahre alt sind, aber jetzt, heute oder ab jetzt schauen wir zurück auf Neuzugänge, die vor 2 Jahren bei mir eingezogen sind. Denn dieser Kanal hier existiert jetzt seit 2 Jahren, so ziemlich genau. Ich glaube, im Juli 2020 ging das erste Video online. Oder war es Juni? Kann auch sein. Und im Juli kam dann das erste offizielle Neuzugänge-Video und ich dachte, das passt doch perfekt. Und ich habe keine Ahnung, ich kann mich kein Stück daran erinnern, wie viele Bücher in diesem Video bei mir eingezogen sind oder überhaupt nicht mehr, welche das waren. Ist halt immer so eine Sache. Könnten jetzt, aber ich glaube, mit nur 3 Büchern hätte ich jetzt kein Neuzugänge-Video gedreht. Aber ich dachte, wir schauen uns einfach mal zusammen dieses Video an von vor 2 Jahren. Und ich schaue dann, welche Bücher davon ich jetzt 2 Jahre später gelesen habe und welche nicht. Wenn ihr wieder mehr Rache des Subs Videos hier auf diesem Kanal sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, wenn da jetzt Bücher bei sind, die ich noch nicht gelesen habe. Wenn ihr eins seht, von dem ihr sagt, Pia liest das jetzt, schreibt es in die Kommentare. Los geht's. Ich mache das Video mal an und kriege direkt eine Fehlermeldung. Ist ja auch schön. Okay. Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und ich möchte euch heute die Bücher zeigen, die in den letzten Wochen neu bei mir eingezogen sind. Insgesamt sind es 5 Bücher und wie das halt immer so ist, auf jedes dieser 5 Bücher freue ich mich tierisch. Sie klingen 5 Bücher, okay. Sehr vielversprechend und deswegen wollte ich sie euch heute vorstellen. Das ist mein erster Bücherhaul seit langem. Ich habe über einen sehr langen Zeitraum hinweg keine Bücher gekauft, um meinen Sub endlich abzubauen. Und es hat gut funktioniert, deswegen dachte ich, ich darf mir jetzt ein paar Bücher gönnen. Und wie gesagt, es sind insgesamt 5 Stück geworden. 3 davon habe ich gekauft und 2 sind auf anderem Wege zu mir gekommen. Erzähle ich euch gleich was zu. Als erstes habe ich hier Dry von Neil und es geht gut los, weil Dry habe ich gelesen. Es steht hier in meinem, also wenn Bücher im Regal hinter mir stehen, dann sind sie in der Regel auch gelesen. Hier geht es ja darum, dass eine Dürre herrscht, ich glaube in Kalifornien, und es gibt von einem auf den anderen Tag überhaupt gar kein Wasser mehr. Und es sind dann hier so ein paar Jugendliche auf sich komplett alleine gestellt, denn die Eltern sind halt ausgezogen, um irgendwie versuchen, an Wasser zu kommen. Und dann passiert natürlich einiges. Und ich habe von Neil Shusterman, ich glaube, das ist der Vater und Sohn, die das zusammengeschrieben haben. Von Neil Shusterman habe ich den ersten Teil der Vollendet-Reihe vor langer Zeit gelesen und fand den sehr, sehr gut. Und Dry hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich mochte hier die vielen verschiedenen Perspektiven, aus denen das erzählt ist. Und ja, ich habe es gelesen. Ich glaube, es war letztes Jahr so im Frühjahr rum. Also ein Häkchen können wir auf jeden Fall machen. Und ich glaube, ich habe jetzt, wo ich das erste Buch gesehen habe, eine Vermutung, welches Buch als nächstes kommt. Da habe ich nämlich, ich glaube, 2 Bücher oder 1, ich weiß es nicht mehr genau, aber also 1 weiß ich, dass ich gleichzeitig mit Dry gekauft habe, das ich noch nicht gelesen habe. Mal gucken, welches als nächstes kommt. Ich spule mal nur zu den wesentlichen Teilen vor, ne? Das zweite Buch, das bei mir eingezogen ist, ist ebenfalls ein totaler Spontankauf gegeben. Und zwar ist es dieses hier, Blink of Time, Jagd Sarah Laken von Rainer. Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Kann mich nämlich genau erinnern, wie ich damals in der Maische war und diese 2 Bücher gekauft habe. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, ob da noch ein drittes dabei war. Ich glaube, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ja, Blink of Time von Rainer Wegwert habe ich noch nicht gelesen. Liegt noch auf dem Sub. Leider, leider. Aber ich glaube, bei dem Buch hier auch immer, das ist ja auch wirklich ein dünnes Büchlein, muss man mal sagen. Und ich glaube, dass man das auch relativ fix weggelesen hat. Und ich fand damals, dass es mega spannend klang. Ich finde, das klingt es auch immer noch. Ich bin mal gespannt. Also vielleicht lese ich es ja dieses Jahr noch. Ich setze mir bei der Rache des Sub übrigens nicht so dieses, mach mir da keinen Druck hinter, dass ich dann sage, okay, die Bücher, die jetzt
die ich in dem damaligen Neuzugänge-Video gezeigt habe und die ich jetzt heute immer noch nicht gelesen habe, dann mache ich mir jetzt nicht den Druck und sage mir, okay, ich muss die innerhalb von 3 Monaten gelesen haben, sonst muss ich das aussortieren oder so. Also das mache ich nicht. Aber ich finde es halt für mich spannend zu sehen, welche Bücher ich von den Neuzugängen jetzt gelesen habe und welche nicht. Ich habe den Computer überfordert. Die Realität auswirkt sein. Und Buch Nummer 3, das ich gekauft habe, ist The Secret Book Club ja, von Sarah stimmt. Kay. Das war das Buch, das ich in diesem einen Bookhaul noch mitgekauft habe. Und ihr seht, es steht hier hinter mir. Das heißt, what? Es ist gelesen. The Secret Book Club, ein fast perfekter Liebesroman von Lyssa Kay Adams, war damals ein Buch, von dem ich extrem angefixt wurde. Hauptsächlich so durch Instagram. Und ich mochte es ganz gerne. Also ich fand es wirklich sehr amüsant zu lesen, wie hier die hartgesottenen Männer sich heimlich treffen, um Liebesromane zu lesen. Ich habe allerdings noch nicht weitergelesen, bin mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen unsicher noch, ob ich das auch möchte. Es gibt ja noch weitere Teile dieser Reihe, wo es dann um andere Pärchen geht. Und also irgendwann vielleicht, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie günstig an die Folgebände ranzukommen, eventuell, steht aber aktuell auch nicht absolut, oder nicht sehr weit oben auf meiner Prio-Liste. Aber gelesen. Das nächste Buch habe ich buchstäblich auf der Straße gefunden. Es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Es gab eine Kiste mit Büchern zu verschenken und ich habe da ein bisschen gestöbert und habe dieses hier mitgenommen, da es nämlich damals, als es erschienen ist, auf meiner Wunschliste stand. Und zwar geht es hier um Waynwood House von Sarah Stoffers. Nein, habe ich noch nicht gelesen. Muss ich direkt sagen. Aber das stimmt. Ich habe mich damals sehr darüber gefreut, dass ich es wirklich gefunden habe. Aber ich habe es jetzt bis heute noch nicht gelesen. Und ich weiß auch gar nicht mehr so genau, worum es da tatsächlich geht. Aussortieren werde ich es aber trotzdem nicht, weil lesen möchte ich es trotzdem. Ich möchte auch einmal kurz anbemerken, dass ich sehr, sehr froh bin, wenn ich mir da so meine Bücher im Hintergrund angucke, dass ich sie anders sortiert habe, und zwar nach Farben. Ich finde, es sieht einfach so viel schöner und aufgeräumter aus und stimmiger, oder? Also das finde ich einfach so viel schöner als in dem alten Video. Okay, wir gucken mal weiter. Das war jetzt Buch 4. Also 1 kommt noch. Also wir sind jetzt hier bei 2 gelesen, 2 nicht gelesen. Das letzte Buch aus diesem Haul habe ich in einem Bücherschrank gefunden, tatsächlich. Ich gehe ja gerne mal an Bücherschränken vorbei. Jetzt bin ich gespannt, welches das ist. Die ich nicht mehr haben möchte und die sich auch einfach nicht verkaufen lassen oder vertauschen lassen. Diesmal habe ich aber etwas mitgenommen, und zwar dieses hier. Oha! Von Rainer Wegwert. Ist das schon so lange her? Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, wie ich dieses Buch aus dem Bücherschrank mit nach Hause genommen habe. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das 2 Jahre her ist. Wobei eigentlich schon, weil ich war da im Buggy, also mein Sohn saß da noch im Buggy. Das heißt, er war da wirklich noch deutlich kleiner als jetzt. Aber das stimmt. Tatsächlich, 2 Jahre ist es her. Beast Mode, Rainer Wegwert. Nee, habe ich auch noch nicht gelesen. Und ist auch ganz ehrlich so ein Buch, das mich aktuell überhaupt nicht anmacht. Ist was, das ich damals mitgenommen habe, weil ich dachte, okay, das klingt ganz cool und ist halt auch ein Jugendbuch und Fantasy und könnte mir gefallen. Aber aktuell haben einfach auf meinem Sub andere Bücher absolut Vorrang. Deswegen überlege ich halt tatsächlich gerade jetzt, wo ich sehe, ich habe ja vor kurzem meinen Sub erst sortiert und das Regal schön neu eingeräumt und so, aber jetzt, wo ich es in diesem Video sehe und merke, okay, nach 2 Jahren habe ich es immer noch nicht gelesen, überlege ich halt tatsächlich, das wieder in den Bücherschrank zurückzustellen, weil ich nicht weiß, ob ich es überhaupt irgendwann lesen werde. Ja, da werde ich nochmal in mich gehen. Aber insgesamt, 3:2, 3 ungelesen. Ich habe wenigstens 2 Bücher gelesen, also das macht mich doch wirklich sehr glücklich, weil ich hatte tatsächlich ein bisschen Sorge, dass da jetzt Bücher kommen, die ich noch gar nicht gelesen habe. Aber ja, ich bin
Deswegen eigentlich ganz zufrieden mit diesem Schnitt von immerhin 2 gelesenen Büchern. Ich weiß nicht, wann ich damals das nächste Neuzugänge-Video hochgeladen habe. Ich mache das auf diesem Kanal ja nicht monatsweise, sondern ich sammle immer eine Weile und wenn es sich lohnt, dann mache ich ein Neuzugänge-Video oder ich mache mal ein Unpacking oder so. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich fand's cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Video. Bis dann!